Warum dein Blumenbeet trotz schöner Pflanzen unruhig wirkt? Du stehst vor deinem Blumenbeet. Nichts ist vertrocknet. Viele Pflanzen sind gesund, einige blühen prächtig. Trotzdem wirkt das Ganze unruhig, zufällig oder unfertig. Oft liegt das nicht an den Pflanzen selbst. Es fehlt die Verbindung zwischen ihnen. Ein Beet braucht deshalb nicht automatisch neue Stauden oder mehr Blüten. Oft reichen eine klare Kante, passende Abstände, Wiederholung und ein ruhiger Blickfang. Du wirst sehen, welche 6 Gestaltungsfehler dahinter stecken und wie du sie oft mit den Pflanzen korrigierst, die bereits dort wachsen. Die Beetkante gibt den Rahmen vor. Bevor wir einzelne Pflanzen betrachten, lohnt sich ein Blick auf den äußeren Rand. Wo endet das Beet? Und wo beginnt der Rasen, der Weg oder die angrenzende Fläche? Eine klare Beetkante wirkt wie ein Rahmen. Sie zeigt dem Auge, dass alles innerhalb dieser Linie zusammengehört. Verschwindet diese Grenze oder wächst Gras hinein, verliert das gesamte Beet an Klarheit. Für eine saubere Wirkung braucht es nicht zwingend Steine oder eine feste Einfassung. Oft genügt eine ruhige Linie, die mit einem Spaten oder Rasenkantenstecher nachgezogen wird. Großzügige Bögen wirken meist harmonischer als viele kleine Kurven und lassen sich leichter pflegen. Entferne Gras- und Wurzelausläufer direkt an der Kante. Erde oder Mulch dürfen etwas tiefer liegen als der angrenzende Rasen. Dadurch bleibt die Linie auch aus einigen Metern Entfernung sichtbar. Schon nach wenigen Minuten wirkt das Beet oft klarer, gepflegter und sogar größer, obwohl keine einzige Pflanze verändert wurde. Doch eine klare Kante kann nur den Rahmen schaffen. Wenn die Pflanzen darin keinen Raum bekommen, bleibt das Beet trotzdem unruhig. Zu eng oder zu weit auseinander. Bei Pflanzabständen entstehen oft 2 gegensätzliche Probleme. Im ersten Fall stehen die Stauden so dicht, dass ihre einzelnen Formen kaum noch zu erkennen sind. Blätter wachsen ineinander, niedrige Pflanzen verschwinden unter kräftigen Nachbarn und aus der Entfernung entsteht eine ungeordnete Pflanzenmasse. Im zweiten Fall bleiben zwischen den Pflanzen zufällige Lücken. Eine Staude steht hier, die nächste deutlich weiter entfernt und dazwischen ist nur Erde oder Mulch zu sehen. Solche Abstände wirken selten großzügig. Häufig sieht es eher so aus, als würde im Beet noch etwas fehlen. Dieses Problem entsteht besonders oft in jungen Beeten. Kleine Stauden sehen beim Pflanzen verloren aus. Doch nach 2 oder 3 Jahren erreichen viele von ihnen eine ganz andere Breite. Achte deshalb nicht nur auf die aktuelle Größe, sondern vor allem auf die angegebene Wuchsbreite. Eine kleine Staude im Topf kann nach wenigen Jahren viel Platz beanspruchen. Ist dein Beet bereits zu dicht? Beobachte zunächst, welche Pflanzen ihre Nachbarn verdrängen. Teile oder versetze sie im Herbst oder im folgenden Frühjahr. Die gewonnenen Teilstücke können vorhandene Lücken schließen. So bekommt ein dichter Bereich wieder Luft und eine leere Stelle erhält eine Pflanze, die bereits zum Beet gehört. Bevor du neue Pflanzen kaufst, prüfe deshalb zuerst, ob sich ein vorhandener Bestand teilen und an einer anderen Stelle wiederholen lässt. Aber selbst gute Abstände reichen nicht aus, wenn jede Pflanze im Beet eine eigene Geschichte erzählt. Zu viele Einzelpflanzen ohne Wiederholung. Ein unruhiges Beet beginnt oft mit vielen guten Einzelentscheidungen. Im Gartencenter fällt eine schöne Blütenfarbe auf. Eine andere Staude besitzt interessantes Laub. Eine dritte passt in eine freie Ecke. Jede Pflanze kann für sich genommen wunderbar sein. Schwierig wird es, wenn fast jede Art nur einmal vorkommt. Dann muss das Auge jede Pflanze neu erfassen. Hier eine Margerite, daneben Phlox, etwas weiter eine Katzenminze, eine Taglilie und anschließend eine einzelne Heuchera. Nichts wiederholt sich. Nichts hält das Bild zusammen. Das Beet wirkt dadurch schnell wie eine Pflanzensammlung. Wiederholung bringt Ruhe in diese Vielfalt. Dafür muss nicht das ganze Beet mit nur einer Art bepflanzt werden. Häufig reichen 3 oder 4 zuverlässige Stauden, die an mehreren Stellen wiederkehren. Storchschnabel, Frauenmantel, Katzenminze oder Steppensalbei können verschiedene Bereiche durch wiederkehrende Farbe und Form verbinden. Kleine Gruppen wirken natürlicher als einzelne Pflanzen in einer Reihe. Je nach Größe können 3 oder 5 Exemplare bereits wie eine gemeinsame Fläche wirken. Besondere Einzelpflanzen dürfen bleiben. Sie wirken sogar stärker, wenn sie von wiederkehrenden Grundpflanzen getragen werden. Und oft musst du dafür nichts neu kaufen. Viele Stauden lassen sich teilen. Aus einer kräftigen Pflanze entstehen mehrere kleinere Gruppen, die an verschiedenen Stellen wiederkehren. Jetzt kommt jedoch ein Fehler, der selbst ein gut gegliedertes Beet wieder laut wirken lassen kann.
Wenn zu viele Farben miteinander konkurrieren. Blütenfarben sind einer der schönsten Gründe für ein Blumenbeet. Deshalb sammeln sich im Laufe der Zeit schnell viele Farbtöne an. Rot, Orange, Violett, Rosa und Gelb können wunderschön aussehen. Ohne erkennbare Verbindung wird das Beet jedoch schnell unruhig. Nicht die Anzahl der Farben macht ein Beet unruhig. Unruhig wird es vor allem dann, wenn jede Farbe nur einmal auftaucht und an keiner anderen Stelle wieder aufgegriffen wird. Auch ein buntes, naturnahes Beet kann deshalb harmonisch wirken. Hilfreich ist eine einfache Frage. Welche 2 oder 3 Farbtöne sollen im Beet immer wieder auftauchen? Das könnte Blau-Violett sein, wiederholt durch Katzenminze, Salbei und Lavendel. Weiß kann das Bild mit Margeriten oder Glockenblumen aufhellen. Ein warmer Rosaton darf einzelne Akzente setzen. Auch Blattfarben helfen. Silbriges Laub oder dunklere Blätter können kräftige Blütenfarben miteinander verbinden. Wenn dein Beet bereits sehr bunt ist, musst du nicht sofort Pflanzen entfernen. Beobachte zunächst, welche Farben ohnehin häufiger vorkommen. Diese können künftig die Grundlage bilden. Einzelne Pflanzen, die stark aus diesem Farbklang herausfallen, lassen sich später an einen passenderen Standort versetzen. Manchmal genügt eine wiederkehrende Blattpflanze, um verschiedene Blütenfarben zusammenzuführen. Aber selbst eine ruhige Farbgestaltung kann ihre Wirkung verlieren, wenn die Pflanzen auf den falschen Höhen stehen und sich gegenseitig verdecken. Wenn die Höhen nicht zusammenpassen. Ein Beet wird meist vom Weg, von der Terrasse oder aus einem Fenster betrachtet. Deshalb entscheidet die Pflanzenhöhe über das Gesamtbild. Stehen fast alle Pflanzen auf derselben Höhe, entsteht eine gleichmäßige Fläche. Das kann kompakt wirken, aber auch schwer und unbewegt. Sind unterschiedliche Höhen ungünstig verteilt, verdecken sich die Pflanzen gegenseitig. Eine hohe Staude im Vordergrund kann kleinere Pflanzen dahinter verschwinden lassen. Als Grundorientierung hilft eine lockere Staffelung. Niedrige Pflanzen stehen eher am Rand. Mittelhohe Stauden bilden den Übergang. Größere Stauden, Ziergräser oder Sträucher geben dem Hintergrund Höhe. Diese Ordnung soll nicht wie eine starre Treppe aussehen. Pflanzen dürfen sich überschneiden und einzelne höhere Stauden können auch weiter vorn wiederkehren. Trotzdem sollte der Blick nicht dauerhaft blockiert werden. Betrachte das Beet aus deiner normalen Blickhöhe und von dem Platz aus, an dem du es am häufigsten siehst. So erkennst du schnell, welche Pflanzen verschwinden, wo eine höhere Form fehlt und an welcher Stelle das Beet zu gleichmäßig wirkt. Größere Veränderungen lassen sich für Herbst oder Frühjahr vormerken. Schon kleine Korrekturen können später viel bewirken. Selbst wenn Kanten, Abstände, Wiederholungen, Farben und Höhen stimmen, kann dem Beet noch etwas Entscheidendes fehlen. Dem Auge fehlt ein ruhiger Blickfang. Ein harmonisches Beet besitzt meist einen Punkt, an dem der Blick für einen Moment zur Ruhe kommt. Das muss keine spektakuläre Pflanze sein. Es kann ein kompakter Strauch, ein kräftiges Ziergras oder eine größere Staude mit markantem Laub sein. Auch ein Naturstein, eine Vogeltränke oder eine Rankhilfe können diese Aufgabe übernehmen. Wichtig ist die Position. Der Blickfang sollte dort stehen, wo der Garten ohnehin Aufmerksamkeit erhält. Am Ende eines Weges, neben einer Sitzbank oder in der Mitte eines Inselbeetes. In einem kleineren Beet reicht meist ein einziger solcher Anker. Werden mehrere auffällige Elemente miteinander kombiniert, beginnt der Blick erneut hin und her zu springen. Oft ist ein solcher Anker bereits vorhanden, aber kaum sichtbar. Vielleicht steht in deinem Beet ein schöner Strauch, dessen Form von vielen kleinen Pflanzen verdeckt wird. Dann braucht das Beet nichts Neues. Oft genügt es, den Bereich zu öffnen, niedrige Stauden davor zu gruppieren und die vorhandene Form sichtbar zu machen. Genau hier erfüllt sich auch das wichtigste Versprechen dieses Videos. Ein unruhiges Beet braucht nicht automatisch einen großen Einkauf oder eine vollständige Neuanlage. Sehr häufig ist bereits alles vorhanden. Die Pflanzen müssen nur klarer miteinander verbunden werden. Was du zuerst verändern solltest: Gehe einige Meter vom Beet weg und betrachte es von dem Punkt, an dem du es am häufigsten siehst. Prüfe zuerst die Beetkante. Achte danach auf zu dichte und zu leere Bereiche, wiederkehrende Pflanzen, Farben und Höhen. Zum Schluss stellst du dir eine einfache Frage: Wo soll mein Blick in diesem Beet ankommen? Beginne dabei nicht mit der Pflanze, die dir am wenigsten gefällt. Beginne mit der Stelle, an der dem Beet die erkennbare Ordnung fehlt. Du musst nicht alles auf einmal verändern.
Beginne mit der Maßnahme, die am deutlichsten sichtbar ist. Häufig ist das die Beetkante. Danach kann eine Pflanzengruppe wiederholt werden. Später folgen Korrekturen bei Farbe, Höhe und Blickfang. Ein Blumenbeet muss nicht vollkommen oder streng geordnet sein, um harmonisch zu wirken. Wenn Beetkante, Wiederholungen, Höhen und Blickfang miteinander arbeiten, wirkt das Beet ruhiger, ohne seine Natürlichkeit zu verlieren. Dann müssen nicht alle Pflanzen perfekt zusammenpassen. Sie brauchen nur eine sichtbare Verbindung, eine klare Form, einige ruhige Wiederholungen und einen Punkt, an dem der Blick verweilen kann. Dann wirken dieselben Pflanzen plötzlich wie ein gemeinsames Beet. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.